Ich persönlich finde es halt schade, dass gefühlt immer die Big Swords und Swords geiler aussehen als die Äxte, aber man das nicht nutzen kann, weil Äxte halt besser sind als Swords. Und das ist irgendwie, es ist so unendlich dämlich einfach. Eigentlich regt das richtig auf, wenn man darüber nachdenkt. So unlogisch und so unfair. Und KK. Make Swords great again. Naja, waren sie nie. Es wäre tatsächlich das erste Mal, dass Swords great wären. Die waren nie great, das ist ja das Problem. Das war leider schon immer so. Es ergibt halt auch überhaupt keinen Sinn, dass es zwei Waffen gibt letztendlich, wenn die eine einfach besser ist. Also, ja, mit dem One-Hand-Waffen vielleicht noch eher, weil du dann sagen kannst, okay, die eine gibt mehr Crit-Rate und die andere gibt mehr Crit-Damage oder so. Aber im absoluten Endgame juckt dich das auch nicht mehr. Da geht es dir einfach nur noch um Schaden und dann zur Not packst halt ein paar Crit-Rate-Power-Ups rein. Aber letztendlich geht es ja eigentlich immer nur um den maximalen Schaden in einem Videospiel. Oder vor allem in einem Spiel wie Flive. Also wird sich niemals jemand für das Sword entscheiden. Außer halt vielleicht im Low-Level, wenn man sagt, man kombiniert Axe und Sword, weil vielleicht Crit-Rate dann höher ist und es insgesamt dann mehr Damage tatsächlich gibt, wenn man mehr Crit-Rate hat. Oder die Axt ist teurer als das Sword und man gönnt sich halt ein Sword, eine Axt, damit man weniger Kosten hat und so. Aber so richtig aus... Also man macht es nicht aus Gründen des, ich entscheide mich jetzt aktiv für das Sword, weil ich das Sword will, sondern meistens ist es einfach nur ein Kompromiss von, ja, es ist halt günstiger und ich kann mir keine 2 Äxte leisten, aber eigentlich hätte ich gerne 2 Äxte. So ist es eigentlich grundsätzlich. Und das gilt für Blades und für Knights gleichermaßen. Einzige bei Knights als Tank, der einzige Unterschied, weil da haben Äxte und Swords tatsächlich andere Effekte, also Big Äxte und Swords. Aber das ist auch wirklich der einzige Unterschied. Und ich sag mal so, als Tank spielt es dann wiederum keine so große Rolle, weil wenn du wirklich tankst oder AOEst, dann ist dir dieser Effekt von der Waffe wahrscheinlich wichtiger, als dann tatsächlich, welche Waffe du benutzt. Aber selbst da könnte man argumentieren, zumindest bei AOE, also bei Tank ist es echt egal, aber bei AOE-Lern könntest du immer noch argumentieren. Eigentlich auch dämlich, weil eigentlich würde man trotzdem mit der Axt mehr Schaden machen. Auch wenn es nicht die Welt ist bei AOE. Sword und Schild halt nicht gut. Nicht, wenn du Damage machen willst. Schau dir einfach das letzte DPS-Ranking an. Falls dich sowas interessiert. Auf meinen YouTube-Kanäle. Einfach DPS-Ranking eingeben. Ist zwar schon fast ein Jahr alt, glaube ich. Müsste schon ziemlich alt sein. Aber es ist immer noch ziemlich aktuell. Naja, wobei, nee, so alt ist es noch nicht. Halbes Jahr vielleicht. Während FEC kam das, glaube ich, raus. Halbes Jahr vielleicht. Du wirst super gern schwer zu tragen. Egal auf Damage. Dieser Satz hat zwar keinen Sinn ergeben, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. So. Du würdest ein Schwert tragen, auch wenn es weniger Schaden macht, letztendlich, willst du sagen, oder? Ja. Ich glaube, da wärst du nicht der Erste, der das sagt. Dann realisiert er, dass er 50.000 Schaden weniger macht und dann denkt er sich, irgendwie ist Schwert doch kacke. Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so. Traurig, aber wahr. Wie gesagt, da sollten sie echt mal was ändern. Vor allem haben sie ja eh schon andere Effekte. Das heißt, wenn sie beide gleich viel Schaden machen würden, hätte man tatsächlich mehr Kombinationsmöglichkeiten. Oder jeder könnte halt einfach das tragen, was er lieber sieht, was für ihn besser aussieht. Ich wüsste jetzt nicht so genau, wo. Vor allem, es betrifft ja sowieso nur Blades und Knights. Alle anderen betrifft es halt sowieso nicht. Alle anderen haben nur eine Waffe. Also ich verstehe es echt nicht. Da hast du schon den Luxus von 2 Waffen. Aber es, wie gesagt, dreht sich
Alles immer nur um Äxte eigentlich. Man sieht es ja auch an den Sword- und Axe-Preisen von Hernes und Axe und Sword. Hernes Sword habe ich, glaube ich, schon mal eins für unter 1 Milliarde gesehen. Hernes Axe habe ich noch nie eine für unter 2,5, glaube ich, gesehen, wenn man die günstigste oder so. Also, das ist halt geisteskrank. Da würde auch würde die Preise etwas ausgleichen. Swords würden etwas teurer werden, Äxte würden etwas günstiger werden. Also letztendlich würde es gleich bleiben, du würdest weiterhin ein Vermögen bezahlen müssen für 2 Waffen, aber dann würde man sich zumindest mehr über einen Sword Drop freuen. Und etwas weniger über einen Axe Drop. Aber ob sie das jemals ändern, das ist sehr fraglich, weil, wie gesagt, das war schon die ganzen 20 Jahre von Flive PC so. Also unwahrscheinlich, dass sie es jetzt für Flive Universe ändern werden. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt.